Moin, hier sind Kathi und Tom von Mehrgenuss und heute machen wir super zarte, geschmorte Rinderrouladen mit einer intensiven Soße wie aus der Profiküche. Und ihr solltet unbedingt dranbleiben und euch das angucken. Es lohnt sich. Also viel Spaß! Als erstes beginnen wir damit, unsere Füllung für die Rouladen vorzubereiten. Und dafür machen wir Karottenstifte, Selleriestifte, Gewürzgurkenstreifen und Zwiebelstreifen. Im ersten Schritt schälen wir dafür die Karotten und anschließend vergleichen wir die Länge der Karotten mit der Breite der Rouladen und schneiden sie dann einmal zu. Das gleiche macht ihr mit den Gewürzgurken und auch mit dem Knollensellerie. Die Zwiebel könnt ihr einfach nur schälen, halbieren und dann in feine Streifen schneiden. Als nächstes bereiten wir dann unser Röstgemüse zu. Das brauchen wir für unsere Soße. Dafür schält ihr die Karotten, viertelt sie längs und schneidet sie einmal runter. Den Sellerie schält ihr und schneidet ihn ebenfalls runter in feine Würfel. Wichtig ist, dass die Größe der Würfel ungefähr gleich groß ist. Mit den Zwiebeln macht ihr genau das Gleiche. Als nächstes würzen wir unser Fleisch mit Salz und Pfeffer. Unsere Empfehlung für das Fleisch ist übrigens aus der Oberschale vom Rind. Also fragt bei eurem Fleischer nach. Dann streichen wir unsere Rouladen mit einer dünnen Schicht Senf ein und belegen diese danach mit 2 Scheiben Speck und unseren Gemüsestreifen. Dabei darauf achten, dass ihr die recht mittig hinlegt, damit sie nicht rausfallen. Jetzt können wir unsere Rouladen richtig schön stramm aufwickeln und anschließend mit Rouladennadeln oder wahlweise Küchengarn binden, damit sie nicht beim Schmoren auseinanderfallen. Damit wir noch richtig schönen Geschmack in unsere Soße bekommen, bereiten wir uns noch so einen kleinen Beutel vor, der wasserdurchlässig ist, und geben dort etwas Lorbeer, Piment und Wacholderbeeren rein. Und die nehmen wir später sozusagen aus der Soße wieder raus, wenn wir sie dann passieren. Nun geht es auch endlich an den Herd. Dafür einen Schmortopf mit einem neutralen Öl, zum Beispiel ein Rapsöl, richtig stark erhitzen und die Rouladen von allen Seiten richtig schön scharf anbraten, bis sie schön dunkel sind. Anschließend die Rouladen direkt aus dem Schmortopf rausnehmen und das Röstgemüse dazugeben. Dann röstet ihr das Gemüse richtig schön goldbraun an und gebt anschließend Tomatenmark hinzu, was ihr ebenfalls für ungefähr 20 Sekunden mit anröstet. Jetzt könnt ihr das Ganze mit einem lieblichen Rotwein ablöschen und schön etwas einkochen lassen. Macht das Ganze erstmal mit einem Drittel von der Rotweinmenge und gebt anschließend wieder ein Drittel hinzu und lasst es wieder einkochen, bis es leicht dickflüssig wird. Das wiederholt ihr so lange, bis euer kompletter Wein aufgebraucht ist. Und nicht wundern, wir verwenden hier Schwarzbier. Das liegt daran, dass Katharina sich ketogen ernährt und wir Zucker versuchen auf ein Minimum zu reduzieren. Nun könnt ihr eure Rouladen wieder in den Schmortopf legen und das Ganze mit der Rinderbrühe auffüllen. Jetzt könnt ihr den Deckel schließen und das Ganze für ca. 1,5 bis 2 Stunden bei 160 Grad in den Ofen schieben.
In der Zeit könnt ihr wunderbar eure Beilagen vorbereiten. Bei uns gibt es zum Beispiel einen klassischen Rotkohl. Was gibt es bei euch? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, würde uns interessieren, was ihr gerne zu den Rouladen esst. Nach ungefähr einer Stunde würden wir euch empfehlen, schon mal die Rouladen zu testen. Also piekt ihr mit einer Fleischgabel oder auch einer normalen Gabel in die Rouladen rein und schaut, ob das Ganze ohne Widerstand geht. Wenn es ohne Widerstand geht, wunderbar, eure Rouladen sind eigentlich fertig. Und sollte es nicht ohne Widerstand gehen, dann braucht das Ganze noch ein bisschen und ihr solltet es noch weiter schmoren lassen. Nachdem wir die Rouladen aus dem Ofen genommen haben, können wir sie jetzt einmal aus dem Schmortopf in eine hitzebeständige Form geben und mit Alufolie abdecken. Dann stellen wir sie nochmal in den Ofen und halten sie ungefähr bei 80 Grad warm, während wir unsere Soße vollenden. Die Soße geben wir nun durch ein feines Sieb in einen anderen Topf, um das Röstgemüse von der Soße zu trennen. Wenn du das ganze Gemüse mit in der Soße haben möchtest, dann kannst du diesen Schritt auch überspringen. Und noch ein wichtiger Tipp, schön das Gemüse mit der Schöpfkelle ausdrücken, da ist noch richtig viel Flüssigkeit und Geschmack drin, das wollen wir alles in der Soße haben. Die Soße könnt ihr nun noch mal auf den Herd stellen und nach eurem Geschmack richtig schön einkochen lassen, denn je nachdem, was für eine Brühe ihr am Anfang verwendet habt, ob Fleischbrühe oder Gemüsebrühe oder welche Stärke sie auch immer hat, schmeckt unterschiedlich und so auch die Soße. Demnach könnt ihr schauen, ob ihr sie noch weit einkochen lassen wollt oder eher nur noch ein bisschen oder vielleicht aber auch gar nicht. Sobald die Soße nach eurem Geschmack ist, rührt ihr etwas Speisestärke mit Wasser an, ungefähr 1:1 Verhältnis, und gießt es in die kochende Soße, um sie anzudicken. Die Rouladen könnt ihr jetzt aus dem Ofen rausnehmen und die Rouladennadel einmal entfernen oder je nachdem, ob ihr ein Band verwendet habt, das Band. Dann könnt ihr eure Roulade schön aufschneiden in der Mitte, da sehen wir nämlich schön unsere Gemüsestifte, die wir reingesetzt haben, und dann könnt ihr das Ganze mit eurer Soße und euren Beilagen, die ihr zubereitet habt, servieren und genießen. Wir hoffen, dir hat dieses Rezept zu diesen super leckeren Rouladen gefallen und du wirst sie mal nachmachen. Übrigens, wir haben uns da lecker Rotkohl dazu gemacht und das Rotkohlrezept, das verlinken wir euch auch oben als Infocard, damit ihr das schön zu euren Rouladen genießen könnt. Die ganzen Zutaten und auch Zutatenmengen findet ihr unten in der Videobeschreibung und natürlich auch der Link zu unserem Blogartikel, wo du wie immer sämtliche Informationen nochmal Schritt für Schritt nachmachen und nachlesen kannst. Wir freuen uns darauf, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Lass gerne noch ein Abo und ein Like da, damit du auch wirklich keins der spannenden Rezepte verpasst, die wir jetzt in Zukunft geplant haben. Bis dann, liebe Grüße von eurer Kati und eurem Tom vom Meergenoss.